Manchmal hat es so einfach, wenn man so seine Lust hat. Non do one touch me. Kasno Ich danke dir, dass ich dir helfen darf. Der weise Mann weiß, dass eine Schwalbe noch keinen Sommer macht. Örülök, hogy emlékeztettél erre, Márko. Ja, és még valami. Jól tartod magad. Nun, das heißt, Zeit ist relativ. Leb wohl, mein Freund. Er hat es also gemerkt. Wenn Agathon nur wüsste, weshalb die Jahre mein Äußeres nicht verändert haben. Möglicherweise würde er das niemals glauben. Oder er würde die Wahrheit nicht verkraften. Warum zeigst du dich nicht, damit ich weiß, wer mein geheimnisvoller Besucher ist? Oder sollte ich Beobachter sagen? Nicht so schüchtern. Darf man erfahren, wer du bist und was du hier suchst? Bist ja nicht gerade sehr gesprächig. Ach, wirklich? Was willst du von mir? So. Du bist also der Wächter, von dem ich so viel gehört habe. Und was ich von dir will? Ganz einfach. Ein Duell. Und deine Seele. Aha, was versprichst du dir davon? Ich kann nicht leugnen, dass ich deine Unterhaltung mitgehört habe. Dein Freund hat ein gutes Auge. Glücklicherweise kennt er nicht das Geheimnis deines jahrelang unveränderten Äußeren. Keine Antifaltencreme. Twinze reißen, was? Aber mach dir nur keine Sorgen. Dein Geheimnis ist schon lange kein Geheimnis mehr. Jedenfalls nicht für mich. Denn ich kenne deine wahre Herkunft. Nun pass mal schön auf. Ich weiß nicht, aus welchem Loch du geklettert bist, aber mit deinem Gequatsche jagst du mir keine Angst ein. Du weißt nicht das Geringste über mich. Deine Herausforderung ist nur ein Blatt im Wind. Oh, da wäre ich mir an deiner Stelle nicht so sicher. Du wirst meine Herausforderung annehmen. Wie wäre es, wenn du mich herunterlässt und ich gebe dir die Chance, dich überzeugen zu lassen? Also, was macht dich so sicher, ne? Und wer bist du nun eigentlich? Wie gesagt, was ich möchte, ist deine Seele. Darkness hilft bereits, um Tamash und seine ganze Crew für immer unschädlich zu machen. Jedoch hat mein Meister eine besonders hohe Belohnung für den ausgesetzt, der ihm den Wächter der ägyptischen Götterkarten besorgt. Dein Meister? Genauso wie Darkness bin ich ein Schattenlord. Und wenn du im Reich der Schatten gelandet bist, gibt es nichts, was meinen Mentor davon abhält, diese Welt ins Chaos zu stürzen. Ewige Dunkelheit wird dann herrschen. Ich werde dich zu einem Duell zwingen. Überlege dir gut, ob du dich weigern willst. Denn solltest du dies versuchen, wird die ganze Welt erfahren, wer du wirklich bist. Ich werde dafür Sorge tragen. Alle, inklusive deines kleinen Freundes Agathon, werden dann wissen, wieso du dich seit Jahren nicht verändert hast. Ein Grund, der den ganzen Planeten schocken würde. Schmirko, du bist nicht nur der Wächter der 3 gefährlichsten Bestien der Welt. Du bist auch ein Zeitreisender.
Unerwartet. Doch ich habe recht, nicht wahr? Aber nur die Ruhe. Niemand ist hier, der dies mitbekommen könnte. Außer eventuell ein paar Tieren im Wald. Aber unmöglich. Wie kannst du davon wissen? Niemand hat es je mitbekommen. Und ich habe nie mit jemandem darüber geredet. Woher hast du diese Information? Lese ich aus deiner Reaktion, dass du meine Herausforderung annimmst? Ein Spiel der Schatten hat noch keinem geschadet, außer den Verlierern. Tust du es nicht, ist deine genauso geheime wie unbeabsichtigte Reise kein Geheimnis für die Welt mehr. Du willst ein Schattenduell? Das kannst du haben. Verliere ich, bin ich dein. Gewinne ich, redest du. Woher du von meiner Zeitreise weißt und wer dein Mentor ist. Ah, ich wusste, dass ich dich damit kriegen würde. So soll es geschehen. Zeit für ein Duell. Lass uns das Spiel der Schatten beginnen. Ha, ha, ha! Du kennst die Regeln eines Schattenduells, Wächter. Der Verlierer wird ins Reich der Schatten verbannt, während der Gewinner frei seiner Wege gehen kann. Sicher. Als Herausforderer starte ich den ersten Zug. Augenblick mal. Benutzt du keine Dual-Disc, Schattenlord? Kein Schattenlord in meiner Position benötigt eine von diesen lächerlichen Maschinen. Jedes Monster, das ich aufrufe, wird nur mit der Macht meines Geistes aus den Tiefen des Reichs der Schatten hervorgebracht. Ich habe diese Art von Beschwörungsform nur einmal zuvor gesehen. Und damals war sie nicht gefährlich genug. Sie kann nur von besonders hochrangigen Schattenkreaturen eingesetzt werden. Ich sehe, du weißt Bescheid. Also, dann lass uns beginnen. Ich beschwöre Djusa, das kubische Meteorgefäß. Und durch seinen Effekt lege ich kubisches Karma von meinem Deck auf den Friedhof. Dadurch verbanne ich nun kubisches Karma von meinem Friedhof, um ein kubisch Monster auf meine Hand zu nehmen. Und ich wähle Crimson Nova. Es ist soweit. Zuerst zeige ich 3 andere Cubish-Karten in meiner Hand vor. Das erlaubt mir, mein stärkstes Monster aufzurufen. Zeig dich, Crimson Nova. An dieser Kreatur kommst du niemals vorbei, Wächter. Ich setze 2 Karten verdeckt und beende meinen Zug, indem ich die besondere Fähigkeit von Crimson Nova aktiviere. Was geht hier vor? Jedes Mal, wenn ich meinen Zug beende, fügt Crimson Nova beiden Spielern 3000 Schaden zu. Und sei gewarnt, das ist erst der Anfang. Nun zeig mal, was du so drauf hast, Wächter. Du kannst einpacken. Ha! Schön. Zuerst spiele ich meine Zauberkarte Gedankengang. Ich hoffe, du weißt, was ich tue. Jetzt such dir eine Monsterstufe aus. Es ist völlig egal, welches Monster du rufst. Stufe 8. Gut gemacht. Das Monster ist ein Stufe 7 Monster. Und deshalb begrüße jetzt Orgot, der Unbarmherzige. Und jetzt aktiviere ich auch seinen Effekt. Jetzt kann ich nämlich 3 Würfel werfen. Und je nachdem, was ich werfe, kann ich seinen Effekt entsprechend einsetzen. Ausgezeichnet. 2 2 und eine 6. Somit erhält Orgot nun 1000 Angriffspunkte und bis zum Ende deines nächsten Spielzuges kann er nicht durch Karteneffekte oder durch einen Angriff vernichtet werden. Somit ist er nun mächtiger als dein Monster. Orgot, vernichte Crimson Nova. Langsam, Wächter. Ich decke kubischer Aufstieg auf. Diese Falle erlaubt mir, einen Bija, der kubische Samen, vom Deck zu beschwören. Er wird deinen Angriff abfangen.
Dabei soll es aber nicht bleiben. Wenn Vijam kämpft, erhält das gegnerische Monster eine Cubish-Zählmarke. Und zu deiner Information: jedes Monster mit einer solchen Zählmarke kann nicht mehr angreifen und seine Effekte werden annulliert. Dazu wird Vijam am Ende zu einer permanenten Zauberkarte. Pech für dich! Dein Orgot kann nun rein gar nichts mehr machen. Das schreckt mich überhaupt nicht. Orgot wird nicht ewig in diesem Zustand bleiben. Er wird mir in diesem Duell trotzdem noch sehr zur Seite stehen. Wart es nur ab. Hahaha, das glaubt er. Wenn Schmirke wüsste, was mein Vijam gerade gemacht hat. Der kleine Bursche wird sein Untergang sein. Und sollte ich diesen Kampf unerwarteterweise verlieren, dann habe ich mit meinem Monster einen verdammt guten Quälgeist freigelassen. Der Wächter ahnt nicht, welchen Schaden mein Monster eben wirklich bei seinem Orgut ausgelöst hat, bis es dann zu spät ist. Nun gut, ich lege 3 Karten verdeckt ab und beende damit meinen Zug. Du bist dran. Und damit endet alles. Pass auf! Nach diesem Zug wird dich das Reich der Schatten verschlingen. Zuerst versetze ich User in den Verteidigungsmodus. Dann decke ich meine gefährlichste Falle auf. Vereinigung der cubischen Herrscher. Was? Mit dieser Karte fusioniere ich meinen Crimson Nova von meinem Feld mit 2 weiteren in meiner Hand. Daraus ergibt sich die Kreatur deines Untergangs, das mächtigste Monster meines Decks. Crimson Nova Trinity. 4500 ATK? Jedes Mal, wenn mein Monster angreift, werden deine Lebenspunkte halbiert. Und da dein Orgut nur 2500 ATK hat, bist du so gut wie ausgelöscht. Also los, Trinity, greif an! So einfach mache ich es dir nicht. Ich decke meine verdeckte Geisterbarriere auf. Solange diese Karte offen auf dem Feld ist, solange ich ein Monster kontrolliere, kannst du meine Lebenspunkte nicht mal ankratzen. Und da Orgot bis zum Ende des Zuges nicht zerstört werden kann, verbleibt er auf dem Feld. Warum willst du ihn unbedingt auf dem Feld behalten? Da er vor meiner Cubish-Zählmarke infiziert wurde, kann er weder angreifen noch seine Effekte nutzen. Lass ihn doch einfach fallen. Vergiss ihn. Selbst wenn du momentan das mächtigste Monster auf dem Feld kontrollierst, gebe ich meine Monster niemals auf. Weder Orgot noch irgendeine andere Karte. Meine Monster halten zusammen. Und das werde ich dir gleich mal demonstrieren. Zuerst aktiviere ich meine Zauberkarte Kartenzerstörung. Mit dieser Karte werfen wir beide unser gesamtes Blatt ab und ziehen dafür dieselbe Anzahl an Karten, die wir abgeworfen haben. Welch eine Zeitverschwendung. Wohl kaum. Dass du neue Karten gezogen hast, hat mir sehr geholfen. Also pass auf. Denn ich decke jetzt meine verdeckte Fallenkarte auf. Unterschlagung. Diese Karte wird das gesamte Spiel etwas interessanter machen. Jedes Mal, wenn du durch einen Effekt Karten ziehst, kann ich selber 2 neue Karten ziehen. Nett, oder? Ich zeige dir das mal kurz. Indem ich Geschäfte mit der finsteren Welt aktiviere. Jetzt ziehen wir beide, du und ich, eine neue Karte. Dann müssen wir eine Karte aus unserem Blatt abwerfen. Sehr schön. Da du jetzt einmal gezogen hast, kann ich jetzt nochmal 2 neue Karten ziehen, durch Unterschlagung. Wie gesagt, Zeitverschwendung. Du hast nichts weiter getan, als ein paar Karten auszutauschen. Dies wird dir nicht aus der Situation helfen. Falsch. Ich habe genau die Karten bekommen, die ich brauche. Bereit? Bekanntlich ist die Finsternis nichts ohne das Licht. Jetzt aktiviere ich Wiedergeburt. Durch diese Karte kann ich ein Monster von meinem Friedhof wiederbeleben. Und deshalb zeige ich jetzt Wächterengel, schaue! Schlag zu, Joan! Eliminiere seinen User! Habe ich dir schon den Effekt meines neuen Monsters vorgestellt? Jedes Mal, wenn mein Engel eines seiner Monster pulverisiert, nimmt er dessen ATK und erhöht meine Lebenspunkte um denselben Wert.
Das wird dir auch nicht weiterhelfen. Denkst du, ich wäre auf solche Angriffe nicht vorbereitet? Das kommt dich nun teuer zu stehen. Jetzt aktiviere ich den zweiten Effekt meiner Vereinigung der kubischen Herrscher. Indem ich sie von meinem Friedhof verbanne, kann ich jedes kubische Monster vom Deck aufrufen, das ich will, ungeachtet der Beschwörungsbedingungen. Zeig dich, meine Bestie! Indiora Doom Volt! Ich bin sicher, dieses Monster kann mehr, als man ihm ansieht. Na schön, ich lege 2 Karten verdeckt ab und beende damit meinen Zug. Und damit endet alles. Haha! Ich bin dran. Zuerst aktiviere ich meine Zauberkarte Kubisches Dharma. Sie funktioniert wie deine Geisterbarriere. Wenn meine kubischen Monster kämpfen, verliere ich keine Lebenspunkte. Dann aktiviere ich ihren zweiten Effekt. Wenn ich einen weiteren V-Jump von meiner Hand ablege, kann ich eine Karte ziehen. Gute Idee. Da meine Unterschlagung immer noch im Spiel ist, kann ich nun durch ihren Effekt 2 weitere Karten ziehen. Also danke dafür. Du wirst jede Karte brauchen, die du kriegen kannst. Aber nichts wird dich retten können. Crimson Nova Trinity. Halbiere seine Lebenspunkte und erledige seinen Orgott ein für allemal. Wag es ja nicht. Nun decke ich meine verdeckte Karte auf. Standfester Verteidiger. Nun werden alle deine Monster gezwungen, meinen Wächterengel Joan anzugreifen. Was? Aber warum? Ist das ein fauler Trick? Nein, aber eine Zwickmühle für deine Monster. Jetzt zeige ich dir, warum Orgott immer noch gefährlich ist. Zeit für etwas Teamarbeit. Ich decke jetzt meine zweite Falle auf. Schneemann-Effekt. Mit dieser Karte erhöhe ich die ATK von meinem Joan um die Grund-ATK von meinem Orgott. Somit ist mein Engel nun stärker als jedes andere deiner Monster. 5300 ATK? Und dank meines standfesten Verteidigers rennen nun all deine Monster in ihr Verderben. Joan, eliminiere alle seine Kreaturen. Halb so wild. Dank meiner Zauberkarte verliere ich keinen einzigen Lebenspunkt. Und da mein Indiora Doom Volt vernichtet wurde, aktiviert sich sein Effekt. Nun kann ich beide V-Jumps von meinem Friedhof im Verteidigungsmodus aufrufen. Und außerdem erhalte ich kubisches Omen auf die Hand zurück. Um mein Team zu vervollständigen, beschwöre ich jetzt den dritten V-Jump von meiner Zauber- und Fallenkartenzone als Monster zurück. Jetzt besitze ich 3 unzerstörbare V-Jumps. Alle 3 können nicht durch Angriffe vernichtet werden. Und solltest du es doch versuchen, werden deine Monster mit weiteren kubischen Zählmarken infiziert. Tja, ich würde sagen, es ist aus. Zuletzt lege ich noch 2 Karten verdeckt ab und beende meinen Zug. Also gut, dann los. Perfekt. Das ist der Anfang von deinem Ende, Schattenlord. Ich aktiviere Boogie-Falle. Mit dieser Karte kann ich 2 Karten aus meiner Hand abwerfen. Und dann kann ich eine Fallenkarte aus meinem Friedhof wählen und sie reaktivieren. Und ich wähle die gerade abgeworfene 6. Sinn. Wenn diese Karte aktiviert wird, kann ich 2 Zahlen zwischen 1 und 6 benennen. Dann würfelst du einmal. Und wenn keine der genannten Zahlen gewürfelt wird, muss ich genauso viele Karten oben von meinem Deck auf den Friedhof ablegen. Aber sollte die genannte Zahl gewürfelt werden, dann kann ich genauso viele Karten ziehen. Also los, fang an zu würfeln. Ich wähle 5 und 6. Wie du willst. Dankeschön. Durch dieses Ergebnis kann ich nun 6 Karten ziehen. Schattenlord. Normalerweise hüte ich mich, das zu tun, was ich jetzt tun werde. Aber in diesem Fall werde ich mal eine Ausnahme machen. Du wirst gleich sehen, was ich meine. Du hast nichts gegen mich in der Hand. Oh doch. Und alles beginnt hiermit. Dem Spielfeldzauber Höhle der Finsternis. Dank dieser Karte werden nun alle Monster auf dem Spielfeld zu Finsternismonstern. Dadurch bin ich nun in der Lage, meinen finsteren Ausrottungsvirus zu aktivieren. Wenn ich diese Karte spiele, muss ich Joan als Tribut anbieten. Und wenn ich dies tue,
werden all deine Fallenkarten bis zum Ende deines drittnächsten Spielzuges sofort vernichtet. Und da nun ein Finsternismonster auf meiner Spielfeldseite als Tribut angeboten wurde, kann ich nun ihn hier rufen, meinen dunkelsten Diabolos. Anschließend ändere ich nun die Stufe von meinem Orgott von Level 7 auf Level 6. Und wenn ich das tue, kann ich meinen Stufenfresser aufrufen im Verteidigungsmodus. Und wozu das alles? Pass einfach auf. Nun fühle die Macht, die jede Schattenkreatur wünscht zu besitzen und die sie gleichermaßen fürchtet. Ich aktiviere nun Monstertor. Dank meiner Höhle der Finsternis kann ich nun einen deiner V-Jumps opfern. Und wenn ich dies tue, kann ich so lange Karten von meinem Deck aufdecken, bis ich eine Monsterkarte ziehe. Und diese Monsterkarte kann ich dann sofort aufrufen. Na dann. Es ist vorbei. Diese Kreatur wird dafür sorgen, dass du das Reich der Schatten betrittst und nie mehr verlässt. Ich rufe nun Obelisk den Peiniger. Erhebe dich, meine allmächtige Bestie. Eine ägyptische Götterkarte. Wie ist das möglich? Die Legende besagt, dass kein Wächter eine Götterkarte einsetzen darf, geschweige denn kann. Ich bin noch nicht fertig. Für 1000 Lebenspunkte kann ich nun eine weitere Zauberkarte aktivieren. Ruf der Würfel. Und wie der Name der Karte schon sagt, kann ich nun noch einen Würfelwurf durchführen. Und der Effekt meiner Karte basiert auf dem Würfelergebnis. Allerdings gibt es nur einen Effekt, auf den ich scharf bin. Also los. Perfekt. Eine 3. Das bedeutet, jetzt kann ich ein x-beliebiges Monster von meinem Friedhof aufrufen. Also erhebe dich. Meine zweite ägyptische Götterkarte. Los, Slifer der Himmelsdrache. Lass die Finsternis vor deiner Macht erblassen. Falls du nicht weißt, wie Slifer funktioniert, seine Angriffspunkte werden bestimmt durch die Anzahl an Karten in meiner Hand. Und hör genau zu, ich halte 3 Karten. Das gibt Slifer sage und schreibe 3000 Angriffspunkte. Nein! Einer fehlt noch. Ich opfere Orgott, Dunkelster Diabolos und Stufenfresser. Nun mach Bekanntschaft mit deinem Schöpfer, der Quelle des Lichts, der dritten und mächtigsten ägyptischen Götterkarte. Zeig dich, geflügelter Drache von Ra! Unglaublich! Passiert dies gerade wirklich? Hat er gerade alle 3 Göttermonster auf einmal aufgerufen? Aber das kann nicht sein! Es gibt keine Belege, dass Schmirko diese Bestien jemals zuvor aufgerufen hat. Wie ist es möglich, dass dieser Mensch sie kontrollieren kann? Das macht keinen Sinn. Ich bin nicht der, für den du mich hältst. Abgesehen davon, dass ich aus einer ganz anderen Zeit komme. Was weißt du denn sonst über mich? Ganz genau. Und dabei soll es auch bleiben. Zeit, dem ein Ende zu machen. Ich aktiviere den Effekt von Ra. Ich opfere alle meine Lebenspunkte, außer 100. Und der Rest wird auf Ras Stärke übertragen. Na dann, wird Zeit, dass ich mich um deine V-Jumps kümmere. Ich aktiviere vom Grab gerufen. Mit dieser Karte verbanne ich deinen dritten V-Jump von deinem Friedhof. Und wenn ich dies tue, werden deinen verbliebenen Monstern die Effekte entzogen. Somit sind sie nicht mehr unzerstörbar. Und du bist erledigt. Das kann nicht sein. An die Arbeit, meine Bestien. Eliminiert seine kleinen Quälgeister und löscht deine gesamten Lebenspunkte aus. Dein krankes Spiel ist vorbei.
Es ist vollbracht. Bald wird diese Welt in ewige Finsternis gehüllt werden. Dachtest du wirklich, dein Plan würde funktionieren? Und jetzt schenk mal rein Wein ein. Wer ist dein Meister? Wer ist für all das hier verantwortlich? Es spielt keine Rolle, ob du es weißt oder nicht. Du kannst ihn nicht besiegen. Er ist nicht nur der wahre Herrscher über das Reich der Schatten. Er ist das Reich der Schatten. Am Ende wird er allein diesen Planeten beherrschen. Leute wie du werden dann nicht mehr existieren. Aber gut, dann sollst du seine Identität erfahren, Wächter. Mein Mentor ist niemand anderes als... Dies ist noch nicht vorbei. Ich spüre diesen dunklen Meister auf. Und dann mache ich dem ein für allemal ein Ende. Alles läuft, wie ich es vorhergesagt habe. Selbst jetzt, obwohl ich verloren habe, bekommt Schmirko die volle Macht des Reichs der Schatten zu spüren. Jedes Monster, das in einem Schattenduell aufgerufen wird, ist echt. Die V-Jumps haben ihren Zweck erfüllt. Und Schmirko hat keine Ahnung, wie gefährlich diese kleinen Kreaturen im Reich der Schatten wirklich sind. Mit ihrer Vernichtung hat jeder von ihnen einen unheimlichen Killer-Virus freigesetzt. Schon bald wird er Schmirko schwer zu schaffen machen. Oder besser gesagt, den Monstern, die die V-Jumps vernichtet haben. Ich werde mit Genuss zusehen, wie die mächtigsten Monster der Welt Stück für Stück zugrunde gehen. Alles, was du tun wirst, ist um Gnade, Wenzel. Meister, ich habe alles getan, was ihr mir aufgetragen habt. Nun bitte ich euch, befreit mich aus diesem Ort der Verdammnis. Genau das habe ich vor. Hä? Was? Bin das ich? Was passiert hier? Meister, was habt ihr vor? Alles, was sich je zugetragen hat, sowie jemals zutragen wird, mündet in der Quelle meines Handelns. Alles ist vorbestimmt. Jedes Schicksal wird hier enden, so auch das deine. Bitte verschont mich. Ich kann euren Plänen immer noch von Nutzen sein. Ja, das wirst du in der Tat. Alles wird von Nutzen sein, was im Reich der Schatten landet. Was bedeutet alles, was bei mir landet? Jede arme Seele, die dem Reich der Schatten zum Opfer fällt, stärkt meine Macht jedes Mal ein großes Stück. Und nun, nach den Ereignissen während dieses Duells, werden die kleinen, wertlosen Kreaturen meines loyalen Dieners mir die mächtigsten Karten aller Zeiten besorgen.
In diesem Moment machen sich die kubischen Viren im Inneren der Monster breit. Mit jeder Sekunde werden sie sich weiter ausbreiten, so lange bis sich die Göttermonster komplett in meinem Besitz befinden. Vor so vielen Jahren hat mich der Wächter dieser Bestien in dieser finsteren Schlacht besiegt und geschwächt. Doch schon bald werden sie mir gehören. Dann werde ich diesen Burschen ein für alle Mal eliminieren und diese Welt wird nur noch eins kennen: Dunkelheit und einsame Stille. Irgendetwas sagt mir, dass der Schattenlord nicht geblufft hat. Hinter dessen Meister muss mehr stecken, als ich möglicherweise erwarte. Ich bin sicher, er ist die Quelle seiner Information über meine Zeitreise. Aber wie kann er davon wissen? Das ergibt keinen Sinn. Niemand war anwesend, als ich damals angekommen bin. Dennoch muss es jemand sein, den ich kenne. Der Schattenlord sagte, es ist niemand anders als, bevor er verschwand. Er muss sich sicher gewesen sein, dass mir dieser jemand oder dieses etwas bekannt ist. Wie auch immer. Von nun an gilt es, auf die 3 Götterkarten mehr aufzupassen als je zuvor. Ich habe das miese Gefühl, dass sie in naher Zukunft noch einmal gebraucht werden. Denn irgendwann wird sich dieser dunkle Meister sicher zeigen. Und dann sollte ich besser bereit sein. Nun denn, jetzt sollte ich aber erstmal nach Ungarn zurückkehren. Unter anderem, um Agathon zu unterstützen. Der arme Junge. Ich hoffe nur, Kara akzeptiert seine Entscheidungen. Hallo, alter Freund. Ich habe eine Info für dich. Darkness ist noch am Leben. Und er ist auf der Jagd nach dir, denn du besitzt eine Karte, die du einst von Alexander erhalten hast. Und Darkness möchte sein Spielzeug zurückhaben. Keine Sorge, ich weiß über alles Bescheid. Und ich habe vor, dir zu helfen. Die heiligen Karten kann ich dir nicht borgen. Aber möglicherweise können dir diese hier exzellent weiterhelfen. Und bitte mach Tamasch ausfindig. Du musst ihm etwas von mir geben. Wanderer.